Hallo und herzlich willkommen zu Inside AI. Heute mit einem etwas düsteren Thema, nämlich der Frage, wie viel KI steckt heute schon in Krieg? In den letzten Wochen gab es einige Ereignisse, die relativ anschaulich gezeigt haben, wie sehr modernste KI-Systeme tatsächlich schon im Bereich Verteidigung, aber auch Kriegsführung eingesetzt werden. Insbesondere relativ öffentlichkeitswirksam in den USA, aber in mehr oder weniger gleichem Umfang sicherlich auch in allen anderen Ländern der ganzen Welt. Laut einigen Berichten beispielsweise wurde das Claude-System von Anthropic eingesetzt bei der Festnahme von Nicolás Maduro vor einigen Wochen. Und Anthropic als Unternehmen hat tatsächlich schon seit längerer Zeit mit dem sogenannten Department of War, dem Kriegsministerium in den USA, zusammengearbeitet, hat einen Vertrag, sodass das eigene Claude-System dort für verschiedenste Aufgaben eingesetzt werden darf. Wenige Zeit nach diesem Bericht über den Einsatz von Claude bei der Festnahme von Maduro gab es allerdings ein Eklat im Department of War. Pete Hegseth, der Secretary of the Department of War, hat tatsächlich öffentlich Anthropic angeprangert und gesagt, dass wenn sie nicht bestimmte Richtlinien ändern an ihrem Vertrag und so wie das System eingesetzt werden darf, dann kommt Anthropic auf eine quasi schwarze Liste der Unternehmen, die nicht mehr mit dem Verteidigungsministerium zusammenarbeiten dürfen. Daraufhin hat Dario Amodei, der CEO von Anthropic, öffentlich bekannt gegeben, dass sie diese Richtlinien nicht ändern wollen. Und die Richtlinien, um die es sich handelt, zielen auf zwei konkrete Einsatzgebiete ab. Zum einen die Nutzung von KI-Systemen wie Claude innerhalb von autonomen Waffensystemen, also die Situation, dass eine KI, auch eine LLM-basierte KI, solche autonomen Waffensysteme steuern kann und eigenständig Entscheidungen treffen kann. Und die Einschränkung, dass das System nicht zur massenhaften Überwachung von US-amerikanischen Bürgern und Bürgerinnen eingesetzt werden darf. Das Department of War fand diese Einschränkung nicht akzeptabel. Sie wollten, dass es einfach einen Passus gibt, der sagt, dass das System für alle rechtmäßigen Einsatzzwecke eingesetzt werden darf. Und hier kam es dann zu diesem Eklat, was letztendlich tatsächlich dazu geführt hat, dass Anthropic nicht nachgeben wollte erstmal und das Department of War dann Anthropic auf eine schwarze Liste gesetzt hat. Der Defense Production Act, der ursprünglich entwickelt wurde, um ausländische Unternehmen auf eine schwarze Liste zu setzen, die eine potenzielle Gefahr für die Kriegsführung darstellen. Das ist das erste Mal in der Geschichte der USA, dass jetzt ein US-amerikanisches Unternehmen unter diesen Defense Production Act fallen soll und würde unter Umständen dazu führen, dass Anthropic tatsächlich mit sehr, sehr vielen US-amerikanischen Behörden und dann wahrscheinlich auch in der Konsequenz mit vielen weiteren Unternehmen nicht mehr zusammenarbeiten darf. Und das Ganze zeigt tatsächlich sehr anschaulich auf, einerseits, wie sehr verschiedene Institutionen, unter anderem auch verschiedene Ministerien in den USA, aber sicherlich auch weltweit, bereits auf die fortschrittlichen KI-Systeme angewiesen sind oder diese zumindest nutzen und gleichzeitig aber auch, wie viele ungeklärte Fragestellungen in diesem Kontext tatsächlich noch existieren. Man könnte jetzt sagen, okay, alle rechtmäßigen Einsatzzwecke, das ist ja gut genug. Wenn die Verfassung in den USA beispielsweise solide aufgestellt ist, dann ist das ja alles in Ordnung. Dario Amodei allerdings argumentiert, dass das Problem ist, dass die Gesetze einfach noch nicht nachgezogen sind. Das heißt, es sind Dinge gesetzlich erlaubt, die aus seiner Sicht allerdings nicht erlaubt sein dürften im Zusammenhang mit fortschrittlichen KI-Systemen. Am Beispiel der massenhaften Überwachung wird das relativ anschaulich. Als Gesetze darüber verabschiedet wurden, gab es einfach noch keine Systeme wie die fortschrittlichen KI-Systeme, über die wir heute verfügen, die eine relativ schnelle, massenhafte Überwachung von Menschen ermöglichen, die auch eine automatische Analyse beispielsweise von Kommunikationswegen, sei es gesprochene Sprache, sei es geschriebene Sprache, auf massenhafte Art und Weise in relativ kurzer Zeit ermöglichen. Man kann sich jetzt vorstellen, diejenigen von euch, die regelmäßig ChatGPT, Claude oder was auch immer nutzen, ihr werdet schon festgestellt haben, das System kann tatsächlich relativ gut Schlüsse ziehen aus Informationen, die ihr diesem System bereitstellt. Und wenn wir jetzt überlegen, wenn wir jetzt zum Beispiel die
Feeds von LinkedIn, Twitter oder sonst wo analysieren von Menschen, können wir mit Hilfe dieser KI-Systeme relativ gut mittlerweile schon zum Beispiel den politischen Einschlag feststellen. Und wenn wir das Ganze jetzt massenhaft auf die Bevölkerung ausweiten, dann ist es zumindest technisch gesehen schon möglich, eine Art Landkarte zu erstellen und einzuordnen, wie Menschen beispielsweise politisch aufgestellt sind. Und das zeigt auf einfach, dass wir technologisch gesehen eine Art Overhang haben. Wir haben also Fähigkeiten dieser Systeme, die einfach die gesetzlichen Rahmenbedingungen Stand heute noch nicht ausreichend abfangen, zumindest im Auge von Dario Amodei. Er hat auch ein Interview geführt, wo wir mal reinhören können. Preserve our democratic values. And so we have said to the Department of War that we are okay with all use cases, basically 98 or 99% of the use cases they want to do, except for two that we're concerned about. One is domestic mass surveillance. There, we're worried that things may become possible with AI that weren't possible before. An example of this is something like taking data collected by private firms, having it bought by the government, and analyzing it in mass via AI. That actually isn't illegal. It was just never useful before the era of AI. So there's this way in which domestic mass surveillance is getting ahead of the law. The technology is advancing so fast that it's out of step with the law. That's case number one. Case number two is fully autonomous weapons. This is not the partially autonomous weapons that are used in Ukraine or could potentially be used in Taiwan today. This is the idea of making weapons that fire without any human involvement. Now, even those, I think that, our adversaries may at some point have them. So perhaps, they may at some point be needed for the defense of democracy. But we have some concerns about them. First, the AI systems of today are nowhere near reliable enough to make fully autonomous weapons. Anyone who's worked with AI models understands that there's a basic unpredictability to them that in a purely technical way we have not solved. And there's an oversight question too. If you have a large army of drones or robots that can operate without any human oversight, where there aren't human soldiers to make the decisions about who to target, who to shoot at, that presents concerns. And we need to have a conversation about how that's overseen. And we haven't had that conversation yet. And so we feel strongly that, for those two use cases should not be allowed. Und insbesondere das zweite Beispiel zeigt auch nochmal auf, Dario Amodei, CEO von Anthropic, der natürlich die Technologie auf anderer Seite auch und in anderen Interviews häufig schon sehr, sehr, sehr stark hypt natürlich und auch darüber spricht, dass wir eine sehr große Veränderung im Jobmarkt sehen werden. Und er befürchtet, dass viele Positionen, viele Jobs wegbrechen könnten. Sagt auf der anderen Seite, aus meiner Sicht richtigerweise, dass die KI-Systeme Stand heute nicht zuverlässig genug sind, um beispielsweise in autonomen Waffensystemen eingesetzt werden zu können. Und das Ganze klingt natürlich jetzt stark schon in Richtung Terminator und Skynet. Ich glaube, wir müssen uns natürlich damit auseinandersetzen und wir müssen diese Diskussionen führen und auch jetzt schon führen, weil wir sehen, dass die Technologie sich rasant weiterentwickelt und gleichzeitig natürlich die Gesetzgebung häufig deutlich zu langsam ist. Ich persönlich bin kein großer Freund von zu schneller und übergreifender Regulierung. Aber in diesem Fall muss ich schon sagen, stimme ich Anthropic insofern zu, als dass ich weder massenhafte Überwachung von Bürgern als einen legitimen Use Case sehe, noch die Nutzung von KI in autonomen Waffensystemen. Und der EU AI Act schränkt es beispielsweise richtigerweise natürlich auch ein. Allerdings ist auch das natürlich nur ein erstmal lokales Regelwerk. Und ich glaube, hier benötigen wir eine weltweite Diskussion und gute, fundierte Entscheidungen, um festzulegen, wie wir mit solchen Dingen umgehen wollen. Natürlich muss man dazu sagen, Anthropic sind keine Heiligen. Also nur weil sie jetzt diesen öffentlich wirksamen Schritt erstmal gegangen sind ursprünglich und gesagt haben, nein, wir machen da nicht mit. Das Ganze hat natürlich eine sehr starke politische Note. Anthropic, die sehr stark das Thema Sicherheit nach vorne stellen in ihrer öffentlichen Kommunikation, die sich gegen bestimmte Anwendungsfälle auch öffentlich stellen. Das hat natürlich der US-amerikanischen Regierung auch nicht geschmeckt. Die lassen sich nicht gerne etwas verbieten. Und Anthropic wurde von verschiedenen Akteuren in diesem Zuge dann auch als woke, Left-Wing AI bezeichnet.
Nichtsdestotrotz muss man sagen, Anthropic ist ein Unternehmen, die auch gewinnorientiert arbeiten und letztendlich auch jetzt wieder in Gesprächen sind mit dem Department of War, weil vermutlich die Leute sich einfach schon auch an das Modell gewöhnt haben, an Claude, sich darauf verlassen und es sicherlich eine Disruption ist, wenn man jetzt plötzlich auch das KI-Modell auswechseln muss, was die meisten Leute jetzt schon kennengelernt haben und verstanden haben, wie man es nutzen kann. Das Spannende daran finde ich auch, dass auf der anderen Seite OpenAI, Sam Altman, erstmal tatsächlich zur Seite gesprungen ist und Anthropic verteidigt hat, als diese Diskussionen stattgefunden haben, nur um dann tatsächlich, ja, eine Stunde nachdem das Department of War angekündigt hat, dass sie tatsächlich die Verträge zu Anthropic canceln werden und Anthropic auf die Liste des Defense Security Acts gesetzt wird, angekündigt hat, dass jetzt OpenAI eintreten wird und diesen Vertrag mit dem Department of War schließen wird und die eigenen Systeme einbringen wird. Es waren da so ein paar Änderungen. Auch OpenAI hat gesagt, dass sie diese beiden Use Cases nicht unterstützen werden, dass sie auch diese beiden Use Cases ausschließen, dass sie auch eigene Mitarbeiter tatsächlich entsenden, die dann vor Ort im Department of War dafür sorgen, dass die Systeme dort implementiert und eingesetzt werden und auch die Mitarbeiter geschult werden. Allerdings hat das Department of War das tatsächlich direkt eingeschränkt und gesagt, nein, also wir dürfen alle gesetzmäßigen Anwendungsfälle mit den OpenAI-Modellen nutzen. Also man sieht hier schon sehr schön eine sehr, sehr intransparente Kommunikation und OpenAI wurde daraufhin auch sehr, sehr stark kritisiert. Es gab fast schon eine kleine Welle von Leuten, die angekündigt haben, OpenAI zu kündigen. Katy Perry beispielsweise hat auch dann angekündigt, dass sie jetzt Claude Code Max nutzen wird im $200-Plan. Das hatte ich jetzt nicht auf meiner Bingo-Karte fürs Jahr 2026, aber offensichtlich ist Katy Perry in diesem Zuge auch unter die Vibe-Coder gegangen. Das Ganze soll jetzt nicht ins Alberne gezogen werden. Es ist eine ernste Angelegenheit, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir uns in Bereiche bewegen, die wir einfach zuvor noch nicht auf diese Art und Weise kennengelernt haben. Und ich persönlich sehe das Ganze extrem kritisch. Also zum einen zeigt es auf, wie abhängig wir schrittweise von diesen Technologien werden, insbesondere wenn das Ganze dann auch wirklich in Organisationen der verschiedenen Regierungen eingesetzt wird. Vor allem auch, wenn wir als Bevölkerung nicht wirklich eine Transparenz haben darüber, wie diese Systeme schon eingesetzt werden. Und ich bin ja Verfechter, wie ich schon oft gesagt habe, für Open Source und Open Source Technologien und sehe ich auch weiterhin so. Natürlich gibt es viele Kritiker, die auch sagen, dass Open Source Modelle eine Gefahr darstellen, weil dann auch böse Akteure diese Systeme nutzen können, um Dinge zu tun. Ich vertrete hier aber den Standpunkt, dass wir, wie bei anderen Technologien, wie es auch bei Linux der Fall ist, ein Open-Source-System, das auf 90% aller Servern weltweit läuft, auch diese Technologie kann natürlich missbraucht werden und wird auch missbraucht, aber wir müssen als Gesellschaft einfach gute Mittel und Lösungen finden, wie wir dem Dinge entgegensetzen, damit wir diese Benutzung einschränken können. Ich glaube nicht, dass zum Beispiel der Verbot oder die Einschränkung von Open-Source-Modellen der richtige Weg ist. Vielmehr sehe ich, zeigen diese Entwicklung nochmal viel stärker, dass wir uns tunlichst nicht zu sehr in die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern begeben sollten. Denn wir können uns vorstellen, wenn jetzt selbst US-amerikanische Unternehmen unter diesen Defense Security Act fallen können, dann ist das natürlich nicht weit hergeholt, dass sowas in Zukunft dann tatsächlich auch mit ausländischen Unternehmen passieren kann. Und sicherlich nochmal viel kritischer die Fragestellung, was passiert, wenn die US-amerikanische Regierung plötzlich entscheidet, dass diese Unternehmen die Modelle nicht mehr an ausländische Partner anbieten dürfen. Ist vielleicht jetzt erstmal eine Hirngespinst, aber ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass wir irgendwann an dem Punkt sind. Gerade wenn wir jetzt verstärkt über Themen wie AGI, ASI reden, Systeme, die immer intelligenter werden. Es gibt Stimmen, die tatsächlich sagen, irgendwann erreichen wir den Punkt, wo Regierungen versuchen werden, diese Technologie sehr, sehr stark einzuschränken und nur noch für sich zu behalten, weil natürlich sie den Gegnern sozusagen keinen Zugriff auf diese Systeme gewähren wollen. Und das ist für mich ein weiterer Grund, warum ich glaube, dass wir in Deutschland und Europa wirklich tunlichst daran arbeiten sollten, hier eine gewisse Unabhängigkeit zu erreichen. Wahrscheinlich werden wir es nicht in der Schnelle der Zeit schaffen, ähnlich gute Modelle from scratch zu trainieren, aber wir können zumindest die Infrastruktur aufbauen, um Open-Source-Modelle zu betreiben, um einfach immer ein Fallback zu haben. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir hier in diesem Thema sehr stark sehen, wie schnell dann doch die Bereitschaft seitens Regierungen da ist, diese Technologien erstens für sich selber zu nutzen und zweitens aber auch potenziell dann einzuschränken. Wie das Ganze jetzt weitergehen wird, ist noch unklar. Anthropic ist, wie gesagt, wieder in Diskussion mit dem Department of War. Ich glaube, das wird jetzt ein ziemliches Hin und Her. Aber
Aus globaler Sicht, glaube ich, wurde so ein bisschen auch das Vertrauen in diese Unternehmen erschüttert, weil wir jetzt festgestellt haben, wie schnell doch und wie wendig diese Unternehmen dann doch sind und bereit sind, plötzlich dann auch Geschäft zu machen mit Anwendungsfällen, die vielleicht aus öffentlicher Sicht tatsächlich eigentlich tabu sein sollten. Ich weiß nicht, wie ihr das Thema seht. Ich persönlich beobachte das Ganze weiter. Mich hat das sehr beschäftigt, weil ich natürlich sehr tief in der Materie unterwegs bin und ein großes Potenzial für die Technologie im Allgemeinen sehe. Aber auch hier wirklich für mich eine harte Grenze überschritten wird, wenn wir wirklich plötzlich Systeme haben, die eine massenhafte Überwachung von ziviler Bevölkerung ermöglichen oder die Steuerung autonomer Waffensysteme. Beides Anwendungsfälle, die ich nicht unterstützen möchte. Und ich bin gespannt, wie ihr das Thema findet. Ich hoffe, das war jetzt nicht eine zu düstere Folge für euch. Mir war es wichtig, das Thema anzusprechen, weil ich glaube, dass wir auch hier aus deutscher und europäischer Sicht dieses Thema sehr, sehr gut beobachten sollten, auf dem Schirm haben sollten und darüber diskutieren sollten, was wir nicht für gute Alternativen aufbauen können und wie wir uns hier auch politisch aufstellen sollten, damit wir diese Use Cases für uns ausschließen können, aber auch eine gewisse Unabhängigkeit aus technischer Sicht erreichen können. Das soll es für heute gewesen sein und ich freue mich, wenn wir beim nächsten Mal dann wieder vielleicht ein etwas leichteres Thema haben. Bis dahin.